Eigentlich kostet uns Berliner und Berlinerinnen die Entschädigung für die Enteignung gar nichts. Im Gegenteil. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen einen Kredit auf, kaufen ein Haus, vermieten es und der Mieter bezahlt mit seiner Miete Ihren Kredit ab. So könnte es Berlin machen und hätte als Bundesland nicht nur günstigere Kreditbedingungen, sondern auch keine privaten Risiken. Berlin zahlt mit den Mieten, Kreditraten und Zinsen, bis ihm die Häuser irgendwann vollständig gehören und die Einnahmen stattdessen in vermehrten Neubau gesteckt werden können. Ganz praktisch wird das Land dabei immer reicher. Auch auf dem Papier ist das so. Denn in der Bilanz stehen den Krediten die Immobilienwerte gegenüber. Mit den Kreditbedingungen und Kennzahlen, die der Senat in seiner Kostenschätzung zur Enteignung nennt, können wir ausrechnen, welche Quadratmetermiete für welche Entschädigungshöhe bezahlt werden muss, damit die Kredite abbezahlt und die Wohnungen instand gehalten werden können. Dabei darf jedoch die Spekulation auf steigende Mieten nicht entschädigt werden. Weder die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen noch die Mieter und Mieterinnen wollen das am Ende zahlen. Zum Glück ist das rechtlich laut vieler Gutachten auch gar nicht nötig und würde den Zweck der Vergesellschaftung ad absurdum führen. Es geht ja genau darum, dem versagenden Markt die Macht über unsere Mieten zu entziehen und sie unter demokratische Kontrolle zu bringen. Modellhaft betrachtet kann man bei der von uns nach dem faire Mietenmodell vorgeschlagenen Miete von 3,70 € eine Entschädigung von 8 Milliarden bezahlen. Aber selbst wenn man den Unternehmen den Kaufpreis und Modernisierungskosten erstattet, 18 Milliarden Euro, kann auf eine Durchschnittsmiete auf ca. 5,50 € netto kalt gesenkt werden. So entsteht ein Kompromiss zwischen Allgemeinheit und Eigentümern und es kostet das Land Berlin nichts.